Miss Lindy. She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl with the bright red hair. Have you ever seen Miss Lindy? She likes to dance all day, and when she does rock and roll, it takes your breath away. Well, she's mine, yeah, she's mine. Well, I love that little girl, she's so fine. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl, right. Also das Fahrgefühl von dem Käfer ist durch den schönen 2,2 Liter Subaru-Motor da hinten drin echt angenehm. Er hat ordentlich Bums unten raus, da wir das Original Käfergetriebe fahren, was sehr kurz übersetzt ist. Das ist halt immer eine geile Sache, wenn du im Sommer durch die Gegend fährst, dir der Wind um die Nase weht, da ja kein Dach und nichts vorhanden ist, die Scheibe relativ flach ist, der Scheibenrahmen auch gekürzt worden ist in dem Fall mit einer schraubbaren Scheibenkante oben drauf, um das wieder alles zu versteifen. Es ist einfach ein angenehmes Gefühl, mit diesem Fahrzeug durch die Gegend zu fahren. Hi, ich bin Michi, bin 39 Jahre, gelernter Autolackierer und komme hier aus dem schönen Mainflingen in der Nähe von Frankfurt. Und ich zeige euch heute mal einen umgebauten Käfer Pickup Cabrio da hinten. Das ist ein VW Käfer, Baujahr 68, war ein 1200er mal ursprünglich gewesen als Kernschrott, den wir jetzt hier schön zum Pickup umgebaut haben. Also zu dem ganzen Spaß kam mir, danke an Jürgen, der kam bei uns in die Firma mit so einem komischen Foto, wo ein Käfer Pickup abgebildet war. Und damit hat er ganz scheiß angefangen. Das Projekt haben wir gestartet 2014. Die Bauphase ging über 5 Jahre mit vielen Höhen und Tiefen, aber wir haben nicht aufgegeben. Also wir haben 2014 das Auto gekauft, für 1.000 € in Mannheim abgeholt, haben es dann hier in die Halle verfrachtet und dann ging es los, die wilde Schneiderei mit der Flex. Wir haben die Seitenteile hinten rausgetrennt, original Dach abgeschnitten, Verstrebungen angefangen einzuschweißen, haben uns Seitenteile fertigen lassen und dann ging die Dengelei los. Der ganze Spaß ist eigentlich entstanden mit einer Wasserwaage, viel Vierkantrohr und wie gesagt, keine Anhaltspunkte, es war halt ein ständiges Hin und Her mit positiven Erlebnissen mit Schritt nach vorne und auch negativen Erlebnissen mit Schritten nach hinten. Ursprünglich ja einen kurzen Vorderwagen hatte, haben wir den natürlich auf langen Vorderwagen gebaut, sprich lange Haube, liegende Scheinwerfer, Kotflügel. Hinten die Kotflügel waren Serie, die mussten wir aber bearbeiten, abschneiden, neue Schraubkante anschweißen, dass es ans Heck passt. Wir haben ein Luftfahrwerk verbaut, was aber relativ problemlos funktioniert, da es ja in der Zeit schon öfters gab. So, im Heckbereich, die Rücklichter sind aus dem Hängerzubehör. Da haben wir auf LED umgebaut. Wie gesagt, dann ist im Innenraum verbaut ein Retrosound-Radio, ein Holzlenkrad von JDW mit der passenden Narbe,
Retro-Schalensitze sind verbaut. Der Black Mamba Shifter mit Schaltwegsverkürzung. Das ganze Ding wird angetrieben vom Subaru EJ22 Motor, ein Wasserboxer mit wilden 136 PS. Auspuff leider Selbstbau, anderes ging das nicht bei dem Fahrzeug. So, dann haben wir hinten eine gebeizte Mahagoni-Platte als Abdeckung drauf, die über einen elektrischen Schneckenmotor hoch und runter gefahren werden kann, um die Stauhitze aus dem Motorraum und die Kühlung zu gewährleisten. Also zu dem Heck muss ich noch sagen, wir haben die Bleche lasern lassen. Da wurde eine originale Tür abgetastet, dass wir die Sicken und Kanten haben, und angeliefert wurden dann einfach gerade Blechtafeln. Danach mussten wir natürlich die Biegung und Rundung für das Heck hinkriegen. Das heißt, wir haben alles eingeschnitten, das Heck um die Rundung gebogen, verschweißt, gemacht und getan, was echt ein Riesenaufwand war. So, wir hätten dieses ganze Projekt auch einfacher gestalten können, indem wir damals eine Käfer Cabrio Karosse genommen hätten, die schon vom Grund auf einen verstärkten Rahmen hat. Aber da ich zu geizig war, mehr Geld auszugeben, mussten wir natürlich im Nachhinein das normale Käferhäuschen verstärken und versteifen, damit es nicht in sich zusammenfällt, durch den Abschnitt von dem Dach. Also wir mussten bei dem Käfer, lustigerweise, da es ja ein geschlossener war und kein Cabrio, mussten wir noch die Türen ändern, wir mussten Scheiben anfertigen, was alles echt ein Hickhack wäre. Wir mussten noch so viele Schweißarbeiten erledigen an diesem Fahrzeug, dass das alles immer funktioniert und gepasst hat, dass das echt... Ja, es war schon fast unüberschaubar, dieses Projekt. Wir wollten irgendwann mal auch aufgeben. Es gab eine Zeit, wo du dir gesagt hast, du stellst in die Ecke und hast keinen Bock mehr drauf. Und trotzdem haben wir eisern weitergemacht. Da ich ja selbst gelernter Lackierer bin, ist natürlich das Entstehen des Lackes an mir hängen geblieben. Es ist ein stinknormales Weinrot Metallic von Rover. Da ich keinen Bock hatte auf einen Mehrschichtlack und ich so lange gesucht habe, bis ich einen schönen weinroten Farbton gefunden habe, den es als Einschichter gibt. Also sagt, vorne auf der Vorderachse fahren wir fahren generell originale Käfer Stahlfelgen. Auf der Vorderachse ist es eine 4,5x15 und auf der Hinterachse eine verbreitete 7x15er Felge. Die ganzen Felgen haben wir dann schön in Schwarz-Glanz ablackiert und einen schönen dezenten Außenring in Wagenfarbe drumherum gebracht. Nachdem wir hier unser Käferprojekt beendet haben soweit und alles fertig war, er Zulassung hatte und wir auf die Straße konnten, haben wir uns natürlich direkt einem neuen Projekt gewidmet. Und momentan bauen wir einen Opel Rekord C-Coupé von 1968 um. Okay, der Rekord, der wird eigentlich relativ original restauriert. Wir haben vor der Achse alles neu gemacht, das Ding komplett entlackt, blank geschliffen, neu aufgebaut, Innenraum wird alles neu gemacht. Und dann, wie in der Szene üblich, bisschen tiefer, andere Räder, Feierabend. Ja, ich habe dann noch so einen lustigen Alltags-Daily-Driver von 85, ein Lada Schiguli, ein 2106, der mich jetzt seit einem guten Jahr begleitet. Hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, dieses Fahrzeug. Habe lustigerweise auf Facebook, darf ich das erwähnen, Facebook? Okay, habe auf Facebook meine Supermoto zum Verkauf angeboten und dann hat mich so ein netter Mensch aus Lettland angeschrieben, ob wir nicht die Fahrzeuge tauschen wollen. Und so kam ich zu diesem geilen Lader, der richtig Spaß macht. Kann zwar nichts, fällt aber auf und ist einfach mega, das Ding fast jeden Tag zu fahren bei schönem Wetter.
Ich bedanke mich echt noch an allen, die mich bei dem Projekt unterstützt haben und da auch an uns geglaubt haben, weil wie gesagt, Jürgen hat ja parallel auch noch einen gebaut, der leider noch nicht ganz fertig ist. Aber echt ein großes Dank an alle, die bei Kabellage, Elektrik und sonst irgendwas geholfen haben. Mega von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da auf dem Sauerkraut Video Channel. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, was man hätte anders machen können an dem Auto und lasst einfach ein Like für die Karre da. Ich wünsche euch was.